Am CERN suchen wir nach Antworten auf wirklich fundamentale Fragen in der Physik. Wir wissen schon wahnsinnig viel, aber es gibt auch erstaunliche Widersprüche in dem, was wir wissen. Und wir versuchen, die aufzulösen am CERN. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Werkzeuge. Das ist nicht bloß Schraubenzieher und so, sondern wir haben zum Beispiel unseren Beschleuniger, unsere Magneten. Und um die bauen zu können, um die betreiben zu können, müssen wir wirklich das, was technologisch möglich ist, bis ans Limit treiben. Zusammen mit der Industrie. Das ist gemeinsame Forschung. Und ich glaube, das, was das Geheimnis ist am CERN, ist, dass wir es erlauben, diesen Köpfen wirklich kreativ zu sein. Jeder diskutiert hier, alle versuchen Lösungen zu finden. Und es spielt keine Rolle, wie alt oder jung man ist. Die jungen Studenten, die hierher kommen, haben häufig das Gefühl, ja, was können wir hier groß bewirken? Aber nein, das sind diejenigen, die häufig die Ideen haben, die Sachen verändern, auch über eine lange Zeitspanne hinweg. Und das ist, glaube ich, das Besondere am CERN. Qui al CERN utilizziamo soluzioni robotiche per ispezione e manutenzione delle macchine acceleratrici, tra cui l'LHC, e anche in altre facility del CERN dove si fa fisica. Le soluzioni robotiche che noi adoperiamo sono per la maggior parte full custom, dato che comunque l'applicazione è molto particolare, e quindi dobbiamo disegnare al CERN le piattaforme robotiche che saranno inviate per fare queste operazioni. Le operazioni vengono fatte tramite, cioè da teleoperate, vengono fatte in teleoperazione e quindi i robot sono mandati in ambienti dove ci sono dei rischi per le persone, tra cui carenza di ossigeno oppure ambienti difficili, quindi si preferisce mandare delle macchine per fare queste operazioni e salvare coefficienti di rischio per le persone. Anche se la robotica è un campo molto innovativo, noi cerchiamo di basare a quanto più possibile il design delle nostre piattaforme robotiche su componenti standard. Questo ci permette di ridurre i costi e semplificare la manutenzione in futuro. Un altro importante fattore è usare le norme di sicurezza, in quanto spesso le nostre piattaforme devono collaborare in presenza di umani. Un secondo obiettivo molto importante che abbiamo è accumulare esperienza e conoscenza pratica sul campo in modo da poter scrivere un documento, avere un documento di standardizzazione per quanto riguarda le macchine del futuro, in quanto avendo uno standard sulle interfacce, sulle procedure, in futuro sarà possibile disegnare nuove macchine più diciamo robot friendly e quindi aumentare la presenza dei robot in questi ambienti difficili, evitando esposizioni umane al fattori di rischio. Am CERN haben wir wahnsinnig viele Daten und um aus denen Wissenschaft zu generieren, brauchen wir Programme und die schreiben die Physiker meistens sogar selber, aber wir helfen ihnen. Also die Programmierer am CERN sind im Prinzip dafür da, um den Physikern zu helfen, die Physik in ihren Daten zu finden. Ich arbeite, indem ich C++ programmiere und C++ ist in der Tat ein Standard. Das ist wichtig für uns, weil wir nicht nur mich haben, der C++ programmiert, sondern wir haben Unmengen von Leuten. Wir haben die ganzen Physiker, Tausende von Physikern und viele Informatiker, die zusammen C++ schreiben. Wir haben insgesamt zig Millionen Codezeilen, also wirklich über die Jahrzehnte einen Schatz an Programmen gesammelt, an Programmcode. Naja, und was passiert mit dem, wenn sich die Sprache verändert in eine Richtung, die uns nicht mehr passt? Das heißt, dadurch, dass es ein Standard ist, können wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft mit der Sprache gut arbeiten können. Und wir können den Standard ein bisschen beeinflussen. Wir können mit den Leuten diskutieren, ob wir C++ näher an das kriegen, was wir hier am CERN brauchen. Das CERN ist ein großes Gelände, was wirklich auf der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich liegt. Insofern konnten wir uns natürlich ein bisschen aussuchen, ob wir jetzt über Frankreich oder die Schweiz gehen wollen. Und wir sind über die Schweiz gegangen. Ich bin Mitglied in dem C++ ISO-Komitee über die SNV. Und wir haben die Entscheidung, über die Schweiz zu gehen, nie bereut, denn da arbeite ich zusammen mit anderen Experten, sowohl aus dem Scientific Computing, also ein Stück weit wie wir, aber auch aus dem Hochschulbereich und aus dem Industriebereich. Also perfekt zum Diskutieren und Voranbringen einer Programmiersprache. L'équipe fibre optique du CERN est responsable de l'infrastructure fibre de l'organisation
nous fournissons à nos utilisateurs internes la couche physique des systèmes de communication et de contrôle du complexe des accélérateurs et du site en général. Nous sommes aussi responsables des activités de recherche et de développement inhérentes aux fibres résistantes aux radiations, ainsi que des fibres utilisées comme capteurs de radiation pour les mesures de doses dans les machines. Nous avons déployé au fil des années environ 50 000 câbles qui incluent plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de fibres optiques et environ 200 000 connecteurs. Comme nous travaillons dans un contexte semi-industriel, la normalisation nous permet de spécifier clairement nos besoins envers les entreprises contractantes qui nous fournissent les composants en fibre optique, aussi qu'envers nos utilisateurs internes chargés de développer des systèmes d'acquisition de données, de contrôle ou de networking basés sur des fibres optiques. Un exemple de ceci est la normalisation des composants et des techniques de soufflage de microcâbles en fibre. Cette normalisation comme un système de l'ensemble constitué d'un microcâble fibre avec son microtube adapté nous a permis de sélectionner sur le marché des composants compatibles avec notre infrastructure, la rendant ainsi plus robuste et résiliente.